ziehe mir mal meine Handschuhe an. In unserer Hallo meiner Serie fehlt ja jetzt eigentlich noch die Farbe Grün. Ich habe ein Dutch Pur mit Blautönen, dann kamen die Rottöne, dann hatten wir Gelb und jetzt würde ich sagen, jetzt machen wir nochmal verschiedene Grüntöne. Und in einem der nächsten Videos werde ich auch noch mal Farben anmischen und auch noch mal zeigen, weil da immer wieder noch mal Fragen kommen, auch aus dem französischsprachigen Raum. Ja, das kann ich nicht. Da muss ich dann auch den Übersetzer dazu nehmen. So, wir fangen mal an. Und zwar machen wir hier mal ein Kissen. So. Ich habe mir gedacht, ich mache hier genauso. Einmal mit weißem Zellaktivator und einmal mit einem schwarzen. Einfach so im Vergleich. Das hier ist Chromoxidgrün. Das ist auch eins meiner Lieblingsfarben, ist jetzt all von Lukas. So. Dann habe ich hier, das ist dieses schöne metallische von Maya Gold. Das hat so einen schönen Glanz. Kommt auch ein Klacks drauf. Dann nehmen wir dieses fluoreszierende Grün. Ein bisschen heller. Jetzt kommt ein Klacks schwarz. Wirklich ein Klacks. Was wir machen, ist hier außenrum, wegen dem Kontrast einfach. Jetzt machen wir nochmal von diesem metallisch glänzenden. Und das ist wieder dieses Chromoxid. Und nochmal von dem hellen. So. Und jetzt nehmen wir von dem Zellaktivator, dem weißen. So. Jetzt noch die kleinen Bläschen wegpusten. Wo ist denn mein Zaubergerät? Nicht erschrecken, ich mache den Föhn an mit Laut. Wow. Wow, super Zellen. Einfach erstmal wirken lassen hier. Ich mache mal einen Rand, damit es nachher hier sich besser noch mal stretchen lässt. Ja. Hammerzellen. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich zeige euch die gleich noch mal. So. Wow, und dieses es schimmert auch leicht metallisch.
Noch die Seite. Super. So, ich sehe hier gerade da ist irgendwas. Genau. So, und super. Machen wir hier gerade noch die Ecken zu und dann zeige ich euch das mal von der Nähe. Cool. So. Einfach zumachen hier. Super. Sehr schöne Zellen. Auch von den Farben her finde ich toll. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht auch manchmal diesen metallischen Schimmer sehen könnt. Geht vielleicht nicht ganz so gut gerade. So, jetzt machen wir noch das nächste Bild und zwar mit dem schwarzen Zellaktivator. Ich überlege gerade, machen wir trotzdem weißes Kissen? Wir machen trotzdem weißes Kissen. Zum Pusten. So. Und wir fangen auch wieder an mit dem Chromoxidgrün. Dann mit dem metallischen Schimmer. Fluoreszierende Grün. Nochmal dunkel. Mal hell. Mal ganz hell. Machen wir noch ein bisschen hiervon. Und nochmal das helle, weil wir ja den schwarzen Zellaktivator drüber geben. Und da mache ich jetzt auch kein Schwarz außenrum, wie vorhin. Da kommt jetzt nur so. Dann nochmal die Bläschen weg.
Wahnsinn. Das ist doch richtig genial. Richtig toll. Stehen lassen, damit sich das da schön sacken kann. Das gefällt mir noch besser, viel, viel besser. Fange so langsam an, mich mit diesem schwarzen Zellaktivator anzufreunden. Erst ging es gar nicht. Also ich habe es nicht hingekriegt. Und jetzt umso besser. So. Das sieht toll aus. Ich zeige es euch gleich. So. Jawohl. Und schon haben wir es zu fast. Mhm. So. Gerade mal gucken. Ich drehe es mal rum. Ist vielleicht einfacher. Ah, da ist noch was. Super. Wo ist mein Pusteröhrchen? So. So, ich komme mal rum und zeig's euch. Ich hoffe, ihr könnt das richtig gut sehen. Das erscheint jetzt bläulich zwischendrin, aber in Natura eigentlich weniger. Richtig schöne 3D-Zellen wieder. Und Lacing ist auch gut, die Schnürung hier. Seht ihr auch diesen metallischen Schimmer? Guck mal hier. Diese Schnürung ist geil.